Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, endlich ist die Rhabarberzeit da und ich habe für euch heute ein mega einfaches Rezept. Und zwar zeige ich euch heute einen Rhabarber-Puddingkuchen mit Streusel. Und was wir dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar für den Mürbeteig brauchen wir 250 Gramm weiche Butter, 130 Gramm Zucker, 350 Gramm Mehl, etwas Vanillepaste, dann 350 Gramm frischen Rhabarber, 2 bis 3 Esslöffel Zucker, dann für den Pudding 2 Packungen Puddingpulver Vanille, 600 Milliliter Milch, 4 Esslöffel Zucker und 3 Esslöffel saure Sahne, das sind ungefähr so 100 Gramm. Ja, los geht's! Als allererstes stellen wir den Mürbteig her, und zwar so eine Art Streuselteig. Dazu gebe ich das Mehl in eine Schüssel, da kommt dann auch der Zucker dazu und die Butter. Und die Butter sollte wirklich weich sein, denn da könnt ihr am besten die Streusel damit kneten. Also wenn sie ziemlich hart wäre, dann hätte ihr ein Problem. Und mit weicher Butter geht das ganz, ganz einfach. Und die nicht im Ganzen hineingeben, sondern in kleine Würfel schneiden, so wie hier. Ja, und dann gebe ich noch etwas Vanillepaste dazu. Ihr könnt es weglassen, ihr könnt aber auch Vanillezucker nehmen, je nachdem, was ihr wollt. Ja, und dann geht es ans Verkneten. Ich mache jetzt einen bröseligen Teig, also keinen glatten, sondern einen bröseligen. Und dazu knete ich das Ganze einfach grob mit der Hand durch. Und das dauert ein klein wenig. Ihr könnt das Ganze auch mit einer Küchenmaschine machen, und zwar mit dem Knethaken. Aber bitte aufpassen, dass er nicht zu glatt knetet. So sah er aus. Perfekt. Der darf jetzt nochmal 30 Minuten in den Kühlschrank. Weiter geht's mit dem Rhabarber. Der wird gewaschen und ich habe ihn nicht geschält. Also wer das nicht mag, er kann ihn schälen. Aber wenn man Rhabarber schält, dann hat er leider diese schöne rote Farbe nicht mehr. Und deswegen habe ich das dran gelassen. Ja, und der wird also gewaschen. Das Ende wegschneiden und oben. Und dann so in, ich würde mal sagen, 1-2 cm große Würfel. Ja, und davon brauchen wir so ungefähr 350 Gramm. Also mir hat es gelangt. Wer mehr Rhabarber will, ich würde sagen maximal 500 Gramm. Ja, und die, wenn dann alle schön geschnitten sind, kommen sie in eine Schüssel. So sah das Ganze aus. Jetzt lege ich ihn ein klein wenig in Zucker ein. Und dazu gebe ich einfach 2 Esslöffel Zucker über meinen Rhabarber. Ihr könnt auch Vanillezucker nehmen oder wer mag auch vielleicht noch ein bisschen Zimt dazu. Das gibt noch so einen kleinen extra Geschmackskick. Und dann wird das Ganze verrührt und dann sollte das auch noch mal so 10 Minuten ziehen. Also so, dass der Rhabarber den Zucker so richtig einsaugt. Und das mache ich nur, weil Rhabarber ja ziemlich sauer ist und dass er nicht ganz so sauer ist. Also ich versuche ein klein wenig die Säure rauszuziehen. Dann geht es auch schon wieder weiter mit meinem Boden. Hier habe ich jetzt meine Springform, die hat einen Durchmesser von 26 cm. Und da gebe ich jetzt die Hälfte von dem Bröselteig hinein. Und das Ganze muss dann noch etwas glatt gedrückt, festgedrückt werden. Also es sollten natürlich keine Lücken sein, also schön glatt drücken. Und da habe ich wieder mein tolles Rädchen, also das Holzrädchen. Ich mag das wirklich sehr gerne, besonders beim Mürbteig. In der Springform, da lässt sich das wunderbar hineinarbeiten, ausrollen. Ja, ich habe einen kleinen, klitzekleinen Rand gemacht, aber wirklich nur klitzeklein. Den gebe ich jetzt nochmal in den Kühlschrank. Dann geht es weiter mit meinem Pudding. Dazu gebe ich die 2 Päckchen Puddingpulver, Vanille in ein Gefäß, Messbecher. Und da kommen jetzt 4 Esslöffel Zucker dazu. Und dann von den 600 Milliliter Milch so gut 100 Milliliter. Wenn es auch ein bisschen mehr wird, ist auch nicht dramatisch, aber nicht die ganze Milch. Und das verrühre ich dann so lange, bis keine Klümpchen mehr in dem Pudding sind. Also ich mache sozusagen so einen kleinen Vorpudding. Die restliche Milch gebe ich in einen Topf und da lasse ich sie aufkochen. Das sieht man hier ganz schön. Und da gebe ich jetzt meinen Vorpudding hinein und verrühre das Ganze sofort, ganz schnell, damit auch hier keine Klümpchen entstehen. Und ihr habt ja gesehen, es ist weniger Milch, als normalerweise auf der Packung draufsteht. Und es langt vollkommen für den Kuchen. Ja, Ofen bitte ausmachen oder die Herdplatte ausmachen und dann auch die saure Sahne gleich mit hineinrühren.
rühren. Also hier hatte ich noch ein bisschen was in meinem Messbecher drin und jetzt kommt die saure Sahne. Ihr könnt aber auch anstatt saure Sahne Schmand nehmen, das funktioniert genauso. Ja, und die wird jetzt hier ebenfalls hineingearbeitet und dann ist meine Puddingfüllung für den Kuchen auch schon fertig. Ihr könnt ja nochmal abschmecken, vielleicht mag es der eine noch etwas süßer und gibt noch etwas Zucker drauf. Ja, hier habe ich jetzt wieder meinen Boden, der ist gut gekühlt. Die Creme habe ich so gut 5 Minuten auskühlen lassen, länger nicht. Und dann kommt sie eben auf diesen Mürbteig drauf, wird dann noch schön gleichmäßig verstrichen. Und dann hole ich meine Rhabarberstücke und verstreue sie oben drauf, kreuze der quer. Achtet auch darauf, dass nicht zu viele Rhabarberwürfel aufeinander liegen. Das kommt nicht so gut. Also richtig schön drauf verteilen. Und dann kommen die Brösel oder die Streusel. Die werden dann ebenfalls oben über dem Rhabarber verteilt. Und je mehr, umso besser. Schaut auch drauf, dass ihr schon so schöne große Streusel habt. Also nicht nur so kleine, sondern auch ein paar große. Und dann wird das richtig lecker. Ja, und dann darf der Kuchen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 40 bis 50 Minuten backen. Und nach dem Backen sah es so aus, wie ihr jetzt hier seht, ich habe oben noch ein paar schöne Rhabarberstücke noch oben drauf gelegt, damit man das einfach sieht. Und dann schaut das Ganze auch etwas schöner aus. Ja, den Kuchen bitte in der Form komplett auskühlen lassen und dann den Rahmen entfernen und dann ist er auch schon fertig. Wenn er komplett ausgekühlt ist, dann noch mit Puderzucker verzieren. Ihr könnt aber auch Sahne aufschlagen und ihn dann später mit Sahne servieren. Das schmeckt auch total lecker. Aber sowas von ist total gut. Ja, und jetzt ist er fertig. Das ist so ein mega einfaches Rezept und ist so lecker. Also ich liebe diesen sauren Geschmack von Rhabarber und dann Streusel und dann noch der süße Pudding. Ach, das war so lecker. Also der war ratzfatz, war der weg. Ja, das war es dann auch von mir. Das war jetzt das erste Rezept mit Rhabarber. Es werden auf jeden Fall noch ein paar folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.